Wenn man Auswandern hört, verbindet man das oft mit dem Gedanken, oh, ein anderes Land, anderes Wetter, mehr Freiheit, ein neues Leben. Aber nach inzwischen vielen Jahren im Ausland haben wir gemerkt, die Dinge, die dein Leben oft wirklich verändern, sind genau die, über die vorher kaum einer spricht. Und einiges davon hätten selbst wir niemals erwartet. Zum Beispiel, dass Freiheit viel anstrengender sein kann als Sicherheit und man seine Probleme immer mitnimmt, egal wie weit man fliegt. Und dann stellt sich die Frage, wo ist eigentlich Heimat? Beim Auswandern verlässt du nicht nur einfach Deutschland. Du verlässt ein im Hintergrund laufendes System, das dich mehr im Griff hatte, als du auf den ersten Blick glaubtest. Ganz banaler Alltag, zum Beispiel der Ablauf bei der Behörde, der Ablauf bei der Post, der Ablauf beim Zahnarzt. Alles, was für dich Gewohnheit war, wird in einem anderen Land oft anders strukturell geregelt. Wie ist das, wenn ich hier in Peru im Dschungel meine Post aus Deutschland erhalten will? Wie ist das? Kann ich ja einfach zum Zahnarzt gehen? Oder wo muss ich eigentlich meine Versicherung abschließen? In Deutschland bist du hineingeboren in dieses System. Im Ausland musst du komplett alles neu für dich erfahren. Was sind die einzelnen Schritte, die ich gehen muss? Und manchmal gibt es immer mal wieder auch für uns noch neue Entdeckungen bezüglich einer behördlichen Ablauf, den wir vorher noch gar nicht kannten. Das betrifft auch ganz banale Dinge wie die Müllentsorgung. Ja? Das ist für dich völlig normal. Du machst dir da wahrscheinlich selten Gedanken darüber. Du befüllst deine Tonne und stellst sie an den Straßenrand. Hier ist das nicht so. Ja? Zumindest nicht überall so. Und das wird auch nicht in jedem Land der Welt so sein. Oder Handwerker, Zuverlässigkeit der Handwerker. Oder die Straßenverhältnisse. Genau, viele Dinge, die in Deutschland selbstverständlich sind und geregelt sind es plötzlich nicht mehr. Das begreifst du erst, wenn du richtig vor Ort bist. Freiheit hat seinen Preis, über die kaum jemand spricht. Und zwar ist man für vieles einfach selbstverantwortlich. Das klingt auf dem einen erstmal ganz schön, wenn man sagen kann, ja, ich kann unser Haus so bauen, wie wir wollen. Ich kann dies oder das gestalten, wie ich möchte. Ja, aber was passiert eigentlich, wenn etwas nicht mehr nach Plan läuft? Wenn das Haus eine kaputte Stütze hat, wenn irgendwo das Dach undicht ist oder sogar Wasser ins Haus reinläuft. Ich habe dafür eine Lösung, das ist Sebastian. Aber im Generellen sind das Sachen, über die man sich wirklich bewusst sein sollte. Denn es ist nicht einfach so, ich schlage die gelben Seiten auf oder heutzutage, ich frage die KI schnell nach einer Nummer von einem Handwerker. Das läuft ja alles etwas anders ab. Genau, denn je weniger das System für dich regelt, desto mehr musst du selbst können, selbst entscheiden und auch aushalten können. Denn weniger Regeln kann bedeuten, dass niemand zuständig ist, dass du selbst die Dinge in der Hand nehmen musst und auch dranbleiben musst. Das ist ganz wichtig. Wenn du an einer Behörde bist und du hörst nichts mehr, musst du nachhaken gegebenenfalls. Ja? Du musst Druck machen. Was in Deutschland fast schon peinlich ist, sowas zu tun, wo man da gleich eins drauf kriegt, ist das hier selbstverständlich. Da würde ich auch niemand für rügen. Ja? Und das kann durchaus in anderen Ländern genauso sein. Wir würden diese Freiheit heute immer noch wieder freiwillig wählen. Und gleichzeitig ist uns nochmal ganz deutlich und bewusst geworden durch die eigene Erfahrung über die Jahre, dass man Freiheit und Sicherheit im Sinne, dass sich jemand um dich sorgt und dass alles gemacht ist für dich, dass das sich meistens nicht maximieren lässt, dass beides auf seinem höchsten Stand ist. Aus Kleinigkeiten kann hier nicht selten ein ganzes Tagesprojekt werden. Was in Deutschland vielleicht sich in 10 Minuten regeln lässt, in der Mittagspause schnell ad acta legen lässt, kann hier zu einem unerwarteten großen Elefanten werden, ohne dass man das schon vorher ahnen konnte. Das liegt daran, dass du nicht alles schon im Voraus exakt im Internet planen kannst. Ja? Ich habe ein Beispiel. Ich habe für unseren Mixbehälter wollte ich die Lager aufsetzen, die unten am Messer sind. Macht man eigentlich nicht, aber ich kenne mich damit aus. Und das neue Lager hatte ein bisschen Spiel und dafür gibt es einen Kleber. Ja? Gibt es einen speziellen Kleber für Lager. Da bin ich dann in Tarapoto bei uns in der Stadt an diese Stellen gefahren, die ich erstmal dachte, okay, die könnten vielleicht dafür zuständig sein. Habe auch vorher im Internet recherchiert. Die haben mich dann natürlich vertröstet und haben gesagt, erstmal haben sie sich angeschaut, was willst du? Was ist das? Einer wusste dann, was es ist, aber ich sage, habe ich nicht. Er sagt, fahr dorthin, fahr dahin, die haben vielleicht dies oder das. Ja, dann bin ich zu diesen Stellen gefahren. Im Endeffekt habe ich da bestimmt eine Stunde vertan, ja. Bin ich eine Stunde durch die Gegend gefahren und habe dann trotzdem nicht bekommen, was ich wollte und habe dann das Produkt genommen, was es dann gab und habe dann das damit auch gelöst. Allerdings läuft es teilweise anders als geplant.
Also eigentlich kann man auch sagen, man bezahlt hier Dinge nicht mit Geld, sondern mit seiner kostbaren Lebenszeit. Ja. Und irgendwann verändert sich tatsächlich die eigene Erwartung. Wir gehen jetzt einfach so ran, dass wahrscheinlich nicht gleich alles beim ersten Mal funktionieren wird. Die Sprache zu verstehen, heißt noch lange nicht, das Land zu verstehen. Wir sind nach Südamerika mit eigentlich gar keinen Sprachkenntnissen und haben dann uns oft gesagt, ja, wenn wir die Sprache endlich perfekt sprechen oder sehr gut sprechen, dann haben wir keine Probleme mehr. Aber damit waren wir auf dem Holzweg. Ja, weil die Sprache und was dann bei dem anderen da hinterlegt ist, bei dieser Wortwahl, bei diesen Sätzen, das ist völlig individuell. Also ich meine jetzt mal zwischen unserer Kultur und einer anderen Kultur. Weil zum Beispiel kann ich jetzt auch nicht ein Sprichwort 1:1 in die andere Sprache übersetzen. Also ich kann es machen, aber der andere kann damit nicht umgehen, weil er teilweise gar nicht weiß, was es bedeutet. Teilweise gibt es aber auch gleiche Sprichwörter. Aber ich mache euch mal ein konkretes Beispiel. Wie bei Zeitabsprachen, dieses typische Mañana. Paraguay-Freunde unter euch kennen das ja bestimmt, das Tranquilo. Das ist so wie hier das halt Mañana. Das kann alles bedeuten, ja. Es kann wirklich Mañana sein, es kann aber auch übermorgen sein, es kann aber auch in einer Woche sein. Oder es heißt einfach nur, belästige mich jetzt nicht weiter, wir melden uns. Oder halt eben auch nicht. Und auch gewisse Höflichkeitsformen, da haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Und zwar gibt es hier solche Dinge wie Dime, also sag mir, Dame, gib mir. Und das würde man in Deutschland, also die Wörter kennen wir, ja. Und man würde sie unter bestimmten Bedingungen vielleicht sagen, um jemanden ein bisschen Druck zu machen. Aber hier ist das kein Druck machen, es ist eine normale, auch ich würde sagen sogar höfliche Umgangsform, oder? Auf dem Markt wird halt so auf jeden Fall gesprochen, ohne dass der andere sich irgendwie schlecht dabei fühlt. Nicht nur auf dem Markt, auch bei Behörden. Also das ist egal. Es wirkt manchmal auf uns so, als wenn sie einfach nur die lästige Arbeit abarbeiten wollen und deswegen Energiesparmodus, ja, möglichst wenige Worte benutzen. Aber es wirkt nur so. Ich weiß nicht, ob es so ist, ja. Ich kann es euch nicht direkt sagen. Eine Sprache lässt sich also durchaus lernen, aber die unsichtbare Regel dahinter, mehr oder weniger. Ja, und selbst nach Jahren gibt es immer noch Situationen, wo wir denken, ja, dann sind wir scheinbar immer noch zu sehr deutsch. Aber man sollte mit einem gewissen Bewusstsein sich in einem anderen Land damit dann arrangieren. Ja, und versuchen zumindest, sich in den Gegenüber hineinzufühlen, hineinzudenken, was könnte er denn meinen? Weil wir sind ja die Invasoren, ja? Also wir sind die Ausländer. Wir sind ja hier, wir gehören ja eigentlich nicht hierher. Wer kennt eigentlich das Sprichwort mit dem Meerschweinchen, was irgendwie Zirkus tanzt, im Kreise tanzt? Auch im Paradies muss jemand die Wäsche trocknen. Und waschen auch, ja. Und waschen auch. Und damit sei gesagt, also Auswandern bedeutet nicht permanent Urlaub machen und Auswandern bedeutet auch sich an die klimatischen Bedingungen anpassen. Ein passendes Video zur Luftfeuchtigkeit haben wir übrigens hier. Und wir haben hier eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und deswegen gibt es hier andere Herausforderungen im ganz alltäglichen Ablauf. Und das betrifft zum Beispiel Wäsche trocknen, Dinge aufbewahren, selbst elektrische Geräte vor Ameisen sichern. Es ist eine komplett andere Art des Lebens und alte Strukturen ablegen. Aber dazu haben wir schon ein Video gemacht. Ja, und das hört nicht bei der Wäsche auf. Auch die Wege, ja. Wir haben einen Weg, der ist nur aus Erde, aus Lehm zu unserem Grundstück. Also eine offizielle Straße, ja, kein Privatzufahrt. Die muss natürlich dann auch irgendwie trocknen. Und wenn es dann tagelang regnet, dann trocknet die auch nicht so gut. Also der Weg, die Straße, ja. Auch bei Fahrzeugen, ja. Okay, ich rede jetzt nicht von Autos, ich rede von einem Motorcar. Ich blende das mal kurz ein, unser Fahrzeug. Und das hat nach relativ kurzer Zeit angefangen zu rosten, ja. Da wird sich jeder Deutsche an den Kopf fassen und denken, oh, was, nach mehreren Monaten, nach ein paar Monaten oder so Rost an dem Fahrzeug, das ist doch Garantie. Ja, Garantie gibt es hier nur auf dem Motor und ich glaube nur ein halbes Jahr. Also das Problem ist halt dass auch die ganzen Verarbeitungsschritte, die in einem Industrieland, ja, wie in Deutschland, Europa, in vielen Industrieländern selbstverständlich sind. Das ist ja nicht so, ja. Und dann hält das halt eben nur von heute bis morgen. Im Urlaub erlebt ihr das Klima. Aber hier regelt das Klima unseren Alltag. Ja, ein Ort kann ein fantastisches Urlaubsziel sein. Aber vielleicht der falsche Ort, um da dauerhaft zu leben. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn wir Urlaub in Norwegen machen, dass mir draußen die Wäsche dann wahrscheinlich sogar bricht, wenn ich sie draußen trockne.
Ich habe gehört oder damals, dass auch bei Minustemperaturen die Wäsche ganz gut trocknen soll, wenn Wind geht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ein Flugticket lässt deine Probleme nicht in Deutschland. Das ist etwas, wenn ich das auf uns beziehen darf, was auch sehr unterbewusst passiert. Und zwar sind da die Gedanken an die Auswanderung. Man hat Ideen, Inspirationen, alles, was man ja jetzt anders machen möchte. Man möchte sich entfalten, freier leben, dies oder das genießen. Was aber die ganze Zeit dabei ist dein Rucksack mit den Themen, mit den Beziehungsproblemen, deine Finanzen, deine Trigger, ja, die trägst du dir trotzdem die ganze Zeit mit rum. Du läufst jetzt gerade mit einer rosaroten Brille rum, aber ich sage euch, der Rucksack da hinten wird schwerer, desto länger du ihn dir nicht anschaust. Ja, wir selbst haben das erfahren, erlebt und auch von anderen gehört. Wenn man so vorher recherchiert, ihr schaut euch tolle Videos an, jetzt wie von uns zum Beispiel oder so, ja, die tollsten Videos und recherchiert im Internet und macht euch Gedanken und fühlt euch da hinein und dann seid ihr da und dann ist das irgendwie alles anders. Aber ja, am Anfang ist meistens das schon noch so, wie man sich das denkt, wie gerade angesprochen, die rosarote Brille, der Rucksack ganz leicht, toll, alles so voller Glückshormone. Aber das ist halt meistens wie beim Neuverliebtsein nur eine gewisse Zeit. Weil irgendwann kommt dann auch der Alltag. Irgendwann kommen alte Gewohnheiten wieder hoch. Und das können, wie gesagt, ja zum Beispiel in der Beziehung selber sein, dass der eine Partner eher Rückzug braucht und der andere gerne aber seinen Partner dabei hat. Und dann fängt es vielleicht schon an, dass ich sage, ich möchte gerne einen Ausflug machen und mein Partner sagt, er hat keine Lust. Dann fühle ich mich aber wieder schlecht, weil er mir diese gewisse Stabilität geben würde, mich in diesem neuen Land erstmal als Anker, dass ich mich wohlfühle. Und so steigern sich immer neue Punkte, die von der Außenwelt auf euch drauf zukommt und ihr tut es dann halt kollidieren mit dem Rucksack, mit dem ihr die ganze Zeit sowieso schon rumlauft. Also der verschwindet nicht, auch nicht, wenn ihr auswandert. Der Vorteil dabei, wenn ihr zu zweit auswandert, ihr könnt den Rucksack vielleicht ein bisschen teilen, ja, aber er verschwindet nicht. Ja, das Auswandern, das kann wirklich viel verändern, aber das, was tief in dir drin steckt, das löst es nicht automatisch auf. Und als Paar auswandern oder als Familie ist nochmal ein Ticken schärfer. Und wir als Auswanderprofis, ja, mal ganz nebenbei, wir sind ja in den letzten 10 Jahren 3-mal ausgewandert, ja, erst nach Paraguay, dann von Paraguay nach Peru, dann wieder nach Deutschland, das ist eine Rückwanderung, ja, das zählt nicht als Auswandern, und dann von Deutschland wieder nach Peru. Also, und das erste Mal halt ohne Kinder, ja, dann ist unser erstes Kind im Ausland geboren und dann halt mit 2 Kindern. Also deswegen haben wir verschiedene Facetten durchlebt schon. Als Familie, als Paar ist nicht nur euer Rucksack dabei, sondern ganz viele. Es sind emotionale Themen, verschiedene Bedürfnisse, Kinder, verschiedene Entwicklungsstufen. Und ihr seid immer wieder, ihr habt euch ja praktisch als Team und seid immer konfrontiert mit den neuen Aufgaben, mit neuem Klima, mit neuen Menschen. Als wir zum Beispiel hierher gereist sind, kamen wir über die Anden nach Peru rein und unsere Kinder als blondhaarig und blauäugig wurden als kleine Göttinnen verehrt. Ich sage das so, weil es meine Wahrnehmung war, weil jeder unsere Tochter anfassen wollte, weil jeder einmal ein Foto machen wollte. Und sie haben es überhaupt nicht böse gemeint, sondern anscheinend sind da oben nicht so oft Touristen, zumindest auch nicht blonde Touristen. Und das hat mich emotional komplett auseinandergerissen. Ich war den Tränen so nah, weil ich irgendwie mein Kind beschützen wollte. Sebastian hat die Situation, ich würde sagen, nicht unbedingt anders erlebt. Das kann nämlich auch ein Problem sein, wenn der Partner in der gleichen Situation steckt und sie anders erlebt. Aber du bist trotzdem anders damit umgegangen. Du warst in dem Moment ein bisschen lockerer, ein bisschen offener. Und mich hat es schon direkt vor Ort emotional auseinandergenommen. Für mich war das ganz schlimm. Ich wollte mich da eigentlich wieder im Auto verstecken und gar nicht mehr rauskommen. Und ganz wichtig, als Familie reicht es nicht, dass nur einer mit der Entscheidung zufrieden ist. Wir haben es auch schon in einem anderen Video angesprochen, dass wir immer wieder uns neu definieren müssen und schauen müssen, ob wir immer noch als Team gemeinsam in der Familie glücklich mit der aktuellen Situation sind. Und wer weiß, wohin wir noch auswandern. Und das Seltsamste daran, irgendwann verändert der Begriff Heimat seine Bedeutung. Und das hätten wir vorher auch nicht vermutet. Und wir haben Heimat für uns mittlerweile auch schon ganz anders definiert. Da, wo wir uns zum aktuellen Lebenspunkt, wo wir gerade sind, am wohlsten, am sichersten, emotional geborgen fühlen. Und das ist auch jetzt noch nicht, immer noch nicht ganz Peru. Man wird auch nicht über Jahre weg plötzlich ein Peruaner. Also vielleicht auch auf Papier, aber ich behaupte das einfach mal. Ich kann mir das auch nicht vorstellen nach 10 Jahren, dass ich mich innerlich als Peruaner zu Hause fühle.
Aber es ist auch was wirklich Spannendes passiert. Und zwar sind wir ja nach 6, 7 Jahren Südamerika für 13 Monate zurück nach Deutschland. Ich habe mich auch plötzlich zwischen den Deutschen nicht mehr richtig als Deutsche gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, mit meinem Verhalten, mit meiner Denkweise, die sich ja auch über die Zeit verändert hat, passte ich nicht mehr ins Thema. Ich passte nicht mehr zwischen all den Menschen, die mich vorher tagtäglich umgeben haben. Ja, also wir haben uns dann so gefühlt, als wenn wir zu keiner der beiden Welten oder zu keiner Welt mehr so ganz gehören, sondern zu allen so ein bisschen. Aber gerade deswegen hätten wir es nicht anders machen wollen. Also wir wären trotzdem ausgewandert und hätten es nur vielleicht ein bisschen anders angegangen. Und jetzt fühl mal in dich rein. Was wäre denn für dich noch ein Punkt, den du vorher gern gewusst hättest? Tschüss!